laufen wir schon am frühen Mittwochmorgen hier. Hose spannt, das Shirt ist locker, es kann nur eins heißen. Heute werden Beine geschlachtet. Die Hälfte der Kalorien schon verbrannt, hier nur vom Platten zusammen so. Wir warten noch, bis die unsympathische Alice sich von dem Beinbeuger verabschiedet hat. Adduktor meine ich so. Unsympathisch, deine eigene Freundin? Ja. Hast du es endlich auch erkannt? Ja, die hat jetzt im Video nicht gelacht, die muss unsympathisch sein. Geht gar nicht. So, Adduktoren machen wir, Beinbeuger machen wir vorne weg, um das Knie zu schützen. Probiert's mal aus zu Hause. Wenn ihr zuerst den Beuger trainiert, sage ich auch den Leuten immer, die zum Training kommen, dann habt ihr da schon weniger Spannung auf dem Knie und ein richtig geiles Gefühl, wenn ihr später Kniebeugen macht. Setzt ihr euch sozusagen wie auf den Beuger drauf. Und ja, es haben auch gewisse Leute nach den Wadentipps gefragt. Und vielleicht lüften wir heute die Calf Secrets. Also bleibt auf jeden Fall dran. Alice! Nicht so unsympathisch. Hör auf zu lachen. So, wie ich es jetzt schon öfters erwähnt hatte, habe ich den V-Stack Pre-Workout immer mit am Start, aber meistens gebe ich mir Nootropic. In dem Fall habe ich immer so ein Mikro im Spind drin. Gebe ich mir in dem Fall meistens hier, wenn ich im Bunker angekommen bin, da die anderen Wirkstoffe gern 30 bis 45 Minuten vorher ins System reingeschallert werden sollten, dass die Zeit haben, um zu zünden. Nootropic geht das Ganze ein bisschen schneller, deswegen gibt es das hier. Der Unterschied dazu ist, wir haben kein Koffein enthalten. Wir haben es jetzt zwar früh am Morgen, aber wer abends trainieren geht, gerade für alle Schichtarbeiter und so, die eine geile Trainingsperformance haben wollen, können die den sich auf jeden Fall ohne schlechtes Gewissen abends auch reinknallen und dann gut pennen. Habt den gesteigerten Fokus davon. Gerade wenn ihr mit hoher Intensität und schweren Gewichten trainiert, braucht es das auf jeden Fall. Es sind auch ganz wichtig hier 3 Portionen enthalten. Also nicht das ganze Ding reinkippen, sonst dreht ihr völlig am Rad. Ich mache das auf freie Schnauze. Das Ganze mische ich mir an, gönne ich mir. Wenn ihr dasselbe euch auch reinziehen wollt, könnt ihr es wie immer mit Hilfe vom Polacco-Code machen. Bestellt das Ding bei ASN, probiert es mal aus. Gerade diese Dinger hier, für alle, die das mal antesten wollen, auch für unterwegs, sehr, sehr geil. Gerade wenn ihr von der Arbeit heimfährt, kurz das Ding auf, zack, ein Drittel davon rein und dann geht die Post ab. Jetzt wird was geschafft. Was wichtig ist, sich keinen Hoden abzudrücken. Bikini-Klasse gehen. Filmst du jetzt direkt in meinen Schritt, oder was? Ja, der Markus. So kennt man ihn. Können wir nochmal umwechseln auf Dick Secrets? Ja. Das will keiner sehen, okay. Lachen. Das sind jetzt Warm-Ups, wo ich mich hocharbeite vom Gewicht und dann, wenn ich oben angekommen bin, dann mache ich Top- und Backoff-Satz, so wie immer eigentlich. Aber bei den Beinübungen mache ich immer schon ein paar mehr Aufwärmsätze. Das bedarf es da einfach. Jetzt schon Pump drin. Vielleicht liegt das an dem Apfelkuchen, den Alice gestern gebacken hat. Ja, weiß nicht, zur Zeit tobt die sich da mal ein bisschen aus. Ich bin halt das Versuchskaninchen. Oh, Alter, das ist schwer. Junge. Es geht gut voran. Ich weiß nicht, was die da noch mit eingebacken hat. So, freuen tue ich mich jetzt auf den Beinbeuger im Sitzen. Im Bodybuilding ist das Gewicht nur ein Tool, was man benutzt für die Leute draußen. Ich hatte es gerade mit dem Markus hier, dass er die Herangehensweise vom Training interessant findet, weil ich jetzt nicht zuerst Kniebeuge mache, aber ich habe dann gemeint, es ist ja nur sekundär wichtig, das Gewicht. Es ist ja eher wichtiger, die Schwächen auszumerzen. Deswegen, wer hat von uns einen riesen Beuger oder einen größeren Beuger als einen Quadrizeps? Deswegen fange ich gerne mit dem Beuger an. Nein, Freunde, das ist nicht der Jetpack von GTA San Andreas hier, sondern das ist der Beinbeuger.
Hey, Meister, alles klar? Jo. Guter Atze. Das weißt du doch. Ich hab mich gefreut, hab da schön die Schnackelbeine. War geil. Und mit dem Fressen. War eine schöne Nummer. Alter. Weiter so. Was steht an heute, Junge? Bald hört nichts mehr. Das gefällt euch. Pfeil nach oben. Ist gleich mehr Gewicht. Was steht an heute? Bisschen Schulter. Bisschen Schulter. Passt es, wenn du im Video bist? Ja. Ist es okay für dich, wenn du drin bist? Ja, alles gut. Da muss man immer zweimal fragen, nicht dass man, nicht dass du irgendwo gesucht wirst. Da wird doch irgendwo gesucht. Das meinst, Digga. Ja. Ja, ich trainiere jetzt nur noch alle 10 Tage circa Beine. Sind gut bedient so. Aber jetzt, wenn ich die immer trainiere, muss ich nochmal extra aufwärmen, weil das Knie die regelmäßige Belastung nicht kennt. Bis wohin willst du heute gehen? Ja, so 220. Also wenn ich sie trainiere, dann schon richtig. Aber wie gesagt, Gewicht ist sekundär. Also funktioniert auch mit weniger. Und man muss sagen, das ist die einzige so richtig schwere Übung. Also Beinpresse später mache ich mit so 40 oder so und das ist ja echt wenig. Nur ich bin immer Fan davon, eine Übung mit drin zu haben, mit ordentlich Druck dahinter. Also Druck ist immer dahinter, aber halt auch Gewicht so. So, jetzt bräuchte ich auch mal nie schon. Das Gefühl. Jetzt gleich noch mit Gurt, mit Alice dahinter. Okay. Komm jetzt. Oh, okay. Oh, komm jetzt. Gut, komm. Einer wäre vielleicht noch, aber da wollte der Kopf von meinen Augen. Ja, wenn man sich der Cap-Farbe angleicht, dann war es ein guter Satz. Es passiert ein Backoff, dann nehme ich um einiges weniger Gewicht. Ihr habt gesehen, ich habe gerade oben manchmal so pausiert, neue Luft geholt, Pressatmung nennt sich das. Und jetzt versuche ich den Satz eher Bodybuilding-spezifischer zu machen. Sprich, ich bleibe in der Time under Tension. Ich arbeite aus dem Quadrizeps raus. Muss mir keiner erzählen, dass man bei 5 Scheiben die Seite ein gutes Muskelgefühl hat.
So, jetzt sind wir bei der Hackenschmidt. Freunde, nicht nur beim Geschlechtsverkehr ist das Gummi wichtig, sondern den Aufhänger musste ich jetzt bringen, sondern auch bei der Hackenschmidt, weil wir gerade Alter, ich kann schon nicht mehr reden. Die Freunde unter uns, die Knieprobleme hatten, so wie ich ein relativ schmales Kniegelenk haben, das anfällig ist, wollen wir natürlich der Patellasehne, dem Gelenk drumherum, die Arbeit ein bisschen abnehmen. Wenn wir nach unten gehen, spannt sich das Ding und wenn wir rausdrücken, wird es nach oben hin schwieriger, sprich wir verändern die Spannungskurve, die Belastungskurve und haben somit weniger Load auf dem Knie und auf dem Gelenk und dafür oben raus mehr. Die habe ich sehr, sehr schwer gemacht, sehr lange Zeit. Davon bin ich jetzt ein bisschen weggegangen. Ich mache jetzt immer noch recht schwer den ersten Topsatz, aber eher auf mehr Wiederholungen. Also hier steht schon die Wiederholungsanzahl eher im Vordergrund. Also sprich jetzt nicht mehr auf 5 oder 6 Wiederholungen, sondern schon eher bis 8 bis 12, sowas. Komm. Komm. Steht's mir wieder bis hier, ich schwör. Kniebeuge an der Maschine und dann hier nochmal. Kein Spaß. So, jetzt machen wir aber noch eine eklige Intensitätstechnik. Ich weiß nicht, ob ich den Leuten schon die Story erzählt habe, als ich bei Peter Molnar war in Ungarn. Da haben wir angefangen mit Hackenschmidt, mit so einer Intensitätstechnik. Du gehst runter, dann gehst du zur Hälfte hoch, dann gehst du wieder runter und ganz hoch. Das ist dann eine Wiederholung und dann machst du immer so 5, dann 5 normale, ganz runter, ganz hoch, dann wieder so 5 und wieder 5 normale. Und so hat das Ganze da angefangen. Es war völlig geisteskrank, das Training. Aber genau so haben wir den Satz jetzt auch. By the way, meine Lieblingsbeinpresse. Beinpresse kann ich echt fast nicht gebrauchen, aber horizontale Beinpresse. Wenn du da gut sitzt, hast du so einen guten Druck am Start. Außerdem führe ich die speziell durch. Ich stelle die Füße sehr weit unten hin. Wieder gute Spannungskurve. Und es geht halt extrem in den Quadrizeps rein. Und ist zum anderen rückenschonender als die 45 Grad ist das, glaube ich, Beinpresse. Wo du halt echt mit dem Gewicht dann zurückgehst und unten die Wirbelsäule dann immer vom Polster hebt. Und hier kannst du halt schön reindrücken. Sehen wir dich jetzt kotzen? Ja, gerade
gerade ist es fast soweit, aber... Man sagt ja gerne so, es war kein echtes Beintraining, wenn du nicht gekotzt hast. Ja, genau, aber... Ist da was dran? Nee, da ist nichts dran. Muss ich dir und anderen den Wind aus den Segeln nehmen. Und wenn du kotzt, dann ist es nur eine falsche Pre-Workout-Ernährung. Weil wenn du 150 Gramm Haferflocken vorm Beintraining isst, eine halbe Stunde vorher, dann musst du nur einen Satz Beinstrecker machen und kotzt. Aber generell ist es kein gutes Zeichen und ist auch nicht schwierig, jemanden zum Kotzen zu bringen, in Anführungsstrichen. Das ist nicht das Ziel eines Trainings. Ziel ist es, den Muskel kaputt zu machen und nicht unbedingt das Nervensystem. Komm. Das war's. Ich muss noch eine Übung für den Beuger machen. Aber die ist okay. Markus, öfters vorbeikommen hier. Extrem geile Übung, sehr, sehr unterschätzte Übung. Geht genau in den Übergang von Arsch zum Beuger. Stelle ich mir immer schon vor, wie das dann auf der Bühne aussieht, ohne Fett. Einen Satz haben wir noch. Und dann habe ich gehört, werde ich euch in die Tiefen und Weisheiten der Waden führen, meine Freunde. Ich trainiere seit 5 Wochen jetzt keine Waden mehr. Mann, oder? Der Average Guy wird jetzt hier reingehen und den klassischen mit Trainingspartner den hier machen und das machen wir am Wochenende, den klassischen Wadentrainierer machen. Ich sehe die Leute trainieren Waden einfach nicht mit der richtigen Intensität. Seien wir mal ehrlich, wer da draußen trainiert seine Wade wie den Bizeps mit demselben Fokus, mit derselben Geilheit. Macht fast niemand. Was auch fast niemand macht, ist das Wadentraining vorm Beintraining. Das ist schon mal der erste Tipp hier. Macht es davor, da habt ihr noch die meiste Konzentration. Zweitens, Übungsauswahl. Wir haben jetzt 2 sehr, sehr geile Geräte, die ich euch ans Herz legen kann. Ihr braucht nur die 2: stehendes Wadenheben, sitzendes Wadenheben. Denn mit den 2 Übungen habt ihr die Funktion des Wadenmuskels abgearbeitet. Jetzt, wie trainiere ich Waden? Wir müssen den Wadenmuskel überladen. Das machen wir mit extrem schwerem Gewicht, aber mit extrem sauberer Technik. Also wir gehen explosiv hoch, halten oben und nutzen die Negative komplett aus. Gehen komplett in die Dehnung unten und machen dann die erste Übung dann sehr, sehr schwer auf 4 bis 6, maximal 8 Wiederholungen wirklich. Gehen dann im Supersatz an die sitzende Wadenmaschine und machen da dann so 15 bis 25 Wiederholungen. Aber auch mit sehr sauberer Technik. Und dann ist durch, davon 2 Sätze. Wer will, dann noch einen Dropsatz dazu. Wer richtig schlechte Wadenmuskeln hat, das Ganze 2-mal die Woche vor dem Beintraining. Und that's it. Nicht jeden Tag Waden, nicht 2-mal am Tag, nicht 500 Sätze. Das ist ein Muskel wie jeder andere. Der muss gereizt werden, dann braucht er wieder seine Regeneration und so wächst er. Nicht erschrecken, ich mache kein Cardio nach dem Beintraining, sondern kennt ihr das, wenn eine gewisse Gewohnheit euch gut tut? So ist es bei mir mit den 10 Minuten Fahrrad, also ein bisschen ausradeln tut mir ganz gut. Deswegen fahre ich jetzt noch meinen Weg und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir geben uns auf jeden Fall Mühe, euch immer mit stabilen Content zu versorgen. Gerne auch im Shop vorbeischauen bei Miracleware. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielleicht ist der neue Drop schon draußen, wenn das Video raus ist. Und wer weiß, also seid schnell. In diesem Sinne, Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal. Adios.
unsympathischer Leadchef, möchtest du auch noch was sagen? Hey, ein Peace out.